Hi, liebe Moonies und herzlich willkommen zu Sailor Moon Fakten Teil 17. Nein, die Reihe hört einfach nicht auf und das ist auch gut so. Wie immer hoffe ich, ihr könnt was Neues lernen und ihr findet die Sachen interessant. Meine Quellen sind in der Beschreibung. Und dann fangen wir auch direkt an. Nämlich mit Fakt 1. In der ersten Folge hat Usagi ein Buch mit der Aufschrift Sailor V bei ihrem Spiegel liegen. Und das, obwohl sie kurz zuvor noch nicht einmal wusste, wer Sailor V ist. Ergibt zwar nicht so viel Sinn, ist aber trotzdem ein nettes Easter Egg. Fakt 2. In der Live-Action-Serie hatten die Senshi Stunt-Doubles für zum Beispiel bestimmte Kampfmoves. Nur Sailor Jupiter hatte als einzige kein Double, weil sie zu groß war. Der dritte Fakt. In einem Interview von vor ein paar Jahren sagte Osabu, dass Naoko Takeuchi Sailor Uranus, Neptune und Saturn bereits nach dem Ende des ersten Arcs geplant hatte, obwohl diese erst in der dritten Staffel auftauchen. Auch, dass die Story mit Usagis und Mamoru's Hochzeit enden sollte und anscheinend sogar das Konzept des Galaxy Cauldrons waren schon früher Ideen. Zumindest steht da am Anfang der Serie und das interpretiere ich jetzt mal als am Anfang der kompletten Serie. Das würde auch dazu passen, dass in einem frühen Sailor V-Kapitel schon erwähnt wird, dass Minako von der Venus kommt und dort ihr Magellan Castle hat. Das mit den Schlössern kommt ja eigentlich erst am Ende des vierten Arcs, aber das Kapitel gab es schon am Anfang des zweiten Arcs. Naoko hat also doch mehr vorausgeplant, als man vielleicht meinen mag. Fakt Nummer 4. Eine der Shortstories des Mangas, in der es um Rei geht, heißt Casablanca Memory. Aber warum eigentlich? Als Naoko und die Inner Senshi Synchronsprecherin in Essen waren, haben sie diese Lilien gesehen und Michie Tomisawa, also Rei, sagte, das seien ihre Lieblingsblumen. Da wollte Naoko das in eine Geschichte einbauen. Fakt 5 knüpft direkt daran an, denn in diesem Kapitel sieht man auch, dass Rei Klavier spielt. Und jetzt dachte ich mir, warum listen wir nicht auf Spaß mal auf, wer sonst noch alles bei Sailor Moon ein Instrument spielt? Da haben wir natürlich einmal Michiru, die berühmte Violinistin. Sie wird manchmal von Haruka am Klavier begleitet. Ihrer Ziehtochter Hotaru bringt Michiru im Manga auch das Geigespielen bei. Dann gibt es die Band Three Lights. Im Anime spielt Seiya Gitarre, Taiki Keyboard und Yaten Bass. Im Manga sehen wir sie, glaube ich, nicht direkt Instrumente spielen. Ich habe aber dieses Artwork gefunden, auf dem Taiki Gitarre spielt und Yaten Guitar. Man könnte auch noch sagen, dass Ami Harfe spielt, wegen ihrer Attacke Mercury Aqua Rhapsody, allerdings ist die magisch. Die Musicals bieten sich natürlich auch an, um Charaktere irgendwelche Lieder mit Instrumenten spielen zu lassen, auch wenn die Schauspieler sie meistens nicht wirklich spielen. Zum Beispiel treten die Inner Senshi mehrere Male als Band auf. Ami spielt Drums, Guitar und Gitarre, natürlich in verschiedenen Musicals. Rei spielt Gitarre, Makoto Bass und Minako Gitarre, Keyboard und Guitar. In einem Musical spielt Hotaru Klavier und Chibiusa ist auch dabei, es zu lernen. Bei den Three Lights haben wir hier Taiki am Bass, Yaten an der Guitar und einmal auch Seiya am Saxophon. Letzteres liegt daran, dass die Schauspielerin tatsächlich Saxophon spielt und man das einbauen wollte. Aus einem ähnlichen Grund spielt Mamoru in einem Musical auch mal Gitarre. Und dann gibt es noch PGSM, da haben wir natürlich unseren Klaviermeister Zoisite. Und Princess Sailor Moon spielt Harfe, die allerdings magisch ist und nicht mal Saiten hat. Außerdem haben die Senshi Items namens Sailor Star Tambourines. Ob man da jetzt von Spielen reden kann, weiß ich nicht, aber erwähnen wollte ich es trotzdem. Jedenfalls krass, wie viele Instrumente ich gefunden habe. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Die Nummer 6. In Sailor Moon Eternal, wenn Nihilenia besiegt wird, sieht man kurz das Dead Moon-Symbol aus dem 90er-Anime. Schöne Anspielung, mir wäre es selbst nicht aufgefallen. Fakt 7. Sailor Moon läuft in den USA zurzeit wieder im Fernsehen bei Toonami und da ist einigen Leuten etwas Kurioses im Abspann aufgefallen. Luna hat hier angeblich den Nachnamen Kuroneko. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein Missverständnis war. Kuroneko bedeutet nichts anderes als schwarze Katze und in ihrer Vorstellung am Anfang der ersten paar Folgen sagt Usagi etwas von Kuroneko Luna. Sie meint damit natürlich die schwarze Katze Luna. Aber vielleicht wurde das als Nachname interpretiert, denn den nennt man in Japan ja zuerst. Als offizielle Info würde ich das also definitiv nicht ansehen, aber es ist irgendwie witzig. Der 8. Fakt.
Auf den Postern für das Sailor V-Spiel in Sailor Moon Crystal steht, dass es von PNP präsentiert wird. Diese Firma gibt es wirklich, sie wird nämlich von Naoko Takeuchi selbst geleitet. Damit verwaltet sie die Rechte zu ihren Werken, vor allem Sailor Moon, und heute auch die Werke ihres Mannes Yoshihiro Togashi, wie zum Beispiel Hunter x Hunter. Die Abkürzung PNP steht für Princess Naoko Planning. Fakt 9. Usagis Vater Kenji hat in PGSM nur einen einzigen Auftritt, und zwar sieht man ihn kurz am Ende des Special Acts auf der Hochzeit. Er wird gespielt von Ryuta Tasaki, einem Regisseur der Live-Action-Serie. Ja, ist doch ein cooles Cameo von ihm, und immerhin sehen wir Kenji so doch noch. Als nächstes kommt Fakt 10. Es geht um die Shortstory Reis und Minakos Mädchenschulenkampf. Dort gibt es nämlich ein paar Erwähnungen anderer Anime und Manga. Erstmal hat Minako von Usagi einen Manga mit der Aufschrift HXH ausgeliehen. Das steht ziemlich sicher für Hunter x Hunter, denn wie vorhin schon erwähnt, ist der Mangaka davon ja Naokos Ehemann. Allerdings wurde das erst nachträglich eingefügt, denn in der ersten Version aus dem Manga-Magazin steht da noch was anderes: Kakugo Susume. Auch den Manga gibt es, auch wenn er eigentlich Kakugo no Susume heißt. Man kennt ihn auch unter Apocalypse Zero. Außerdem erwähnt Rei, dass sie nicht gern fernsieht, aber dass sie als Kind Devilman und Kalpis Kindertheater mochte. Devilman ist ein älterer Manga und Kalpis Kindertheater war ein früherer Name der World Masterpiece Theater-Reihe. Darunter fallen Anime wie Eine fröhliche Familie, Niklas, der Junge aus Flandern, Marco und viele andere bekannte Titel. Und als Minako erfährt, wie streng die Nonnen an Reis Schule sind, sagt sie entsetzt, hier sei es ja wie bei Candy Candy. Das ist ebenfalls ein älterer Manga über ein Waisenkind und da gibt's wohl auch Nonnen. Der 11. Fakt wurde von Sailor Amarok eingereicht, und zwar geht es um Anspielungen auf bekannte Kunstgemälde. Diese kommen in den beiden japanischen Intros zu Sailor Moon R vor. Im ersten sieht man in der Szene, in der Usagi auf Mamoru zuläuft, einen besonderen Sternenhimmel als Hintergrund. Dieser ist dem Gemälde Sternennacht von Vincent van Gogh nachempfunden. Im zweiten Sailor Moon R-Intro spawnt Sailor Moon inmitten von schmelzenden Uhren. Die sind eine Anspielung auf Salvador Dalis surrealistisches Gemälde Die Beständigkeit der Erinnerung. Übrigens sieht man Dalis schmelzende Uhren bereits in der ersten Staffel in Folge 9, in der ein Yoma die Zeit manipuliert. Und auch in Folge 126 bei Sailor Pluto sind sie zu sehen. Nummer 12. Das Musical, das die meisten Besucher anlocken konnte, war Yume Senshi Ai Aeni von 1995. Über 37.800 Leute haben es sich insgesamt angeschaut. Schon nicht schlecht, oder? Das Kaiteiban, also die überarbeitete Version der Story, zählt hier übrigens nicht mit. Es erzählte als erstes Musical die Dead Moon Circus Geschichte und ich persönlich mag es sehr. Am wenigsten Zuschauer gab es 2001 bei Aino Sanctuary mit 8.800 Leuten. Allerdings waren es dort auch deutlich weniger Aufführungen und es war sowieso ein spezielleres Event zum 10. Jubiläum. Das Ganze bezieht sich übrigens nur auf die alten Bandai-Musicals, zu den neuen habe ich keine Zahlen vorliegen. Jedenfalls haben die alten Musicals zusammen über 500.000 Tickets verkauft. Bonusfakt: Das Stück mit den meisten Aufführungen war das Super Spring Festival mit 64 Performances. Das war allerdings nur eine 30-minütige Show mit reduziertem Cast, die eine kurze Version des vorher erwähnten Yume Senshi Musicals zeigt. Zum Vergleich, die meisten anderen der Bandai Muse hatten ca. 20 bis 40 Aufführungen. So, erstmal genug mit Zahlen herumgeschmissen. Fakt 13. In Band 3 der alten Manga-Auflage schreibt Naoko Takeuchi, dass Osabu die Idee für eine Sailor Luna hatte. Es sind auch kleine Skizzen dazu zu sehen. Das Ganze scheint zwar ein Scherz zu sein, allerdings gab es Jahre später in der Realserie ja wirklich eine Sailor Luna, auch wenn sie in ihrer Sailor-Form ein Mensch war. Ich frag mich, ob diese Sache eine Inspiration dafür gewesen sein könnte. Bei Fakt 14 geht es um die japanischen Hörspiele. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht, aber hier sind trotzdem ein paar kuriose Sachen, die dort vorkommen oder erwähnt werden. Es sei dazu gesagt, dass die meisten dieser Hörspiele sich selbst absolut nicht ernst nehmen, also sind diese Dinge natürlich nicht Canon. Zum Beispiel sagt Ami, sie könne 80.000 Stellen der Zahl Pi auswendig. Das ist echt viel. Im selben Hörspiel hat Rei auch einen Verwandlungsfüller wie Usagi, der sie in jeden Beruf usw. verwandeln kann. Zollseit könnte hier bisexuell sein, weil er sagt, dass er schon mal Mädchen gedatet hat. Muss zwar nicht unbedingt was heißen, aber naja.
Und das letzte kennt ihr vielleicht schon aus meinen Shorts. Ausgerechnet im Finale der ersten Staffel wurde Sailor Moons Sprecherin Kotono Mitsuishi ja krank und wurde von Chibiusas späterer Sprecherin vertreten. Im Hörspiel Prelude of Romance hört man allerdings ein paar Szenen aus diesen Folgen und diesmal mit Kotonos Stimme. Nice! Nummer 15. In Folge 53 stehen Mamoru und Usagi vor einem Kleinkindgeschäft, welches Endo heißt. Ich dachte ja zuerst, das wäre eine Anspielung auf Mamorus Decknamen Endo aus dem Manga. Aber nein, es ist eine Anspielung auf den Regisseur dieser Folge, Yuji Endo. Auch in Folge 98 gibt es einen Stand mit der Aufschrift Endo. Und natürlich war auch das wieder eine seiner Episoden. Aber nicht nur er hat sowas eingebaut. In Folge 34 zum Beispiel sieht man ein Gebäude mit der Aufschrift Haru. Das steht für Harume Kosaka, die Regisseurin dieser Episode. Es kann auch gut sein, dass es noch mehr solcher Sachen gab, aber das waren jetzt die, über die ich gestolpert bin. Solche kleinen Anspielungen im Hintergrund gibt's ja zuhauf. Fakt 16. Letztes Weihnachten gab es eine Reunion-Show zu PGSM, bei der die Schauspielerinnen über die Serie geredet haben. Da haben sie erzählt, dass sie sich tatsächlich regelmäßig treffen und immer noch Freunde sind. Auf der Hochzeit von Keiko Kitagawa, also Sailor Mars, sangen die anderen Mädels sogar den Song Friend, der im Finale von PGSM spielt. Ich finde das mega schön. Der 17. Fakt. Naoko hat selbst sehr gern Sailor Moon Merch gesammelt und wollte so viel wie möglich davon haben. In ihren Manga-Kommentaren erzählt sie oft davon. Ich weiß es zwar nicht, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das heute immer noch so ist. Nummer 18. In Sailor Moon kommen ja viele englische Namen und Sprüche vor. Aber auch über eine andere Sprache stolpert man immer mal wieder, Französisch. Hier folgen einige Beispiele, angefangen mit Charakteren. Da haben wir Esmeraude, deren Name sehr ähnlich zum französischen Wort für Smaragd klingt, Emeraude. Auch im Super-Smoothie haben die Bösewichte französische Namen, die Süßigkeiten und so weiter bezeichnen. Badiane ist eine Sternanis, Poupelin ist wohl ein Gebäck, Bananen ist klar und Orangeade, ich bin nicht sicher, wie man das ausspricht, ist eine kandierte Orangenschale. Bei Peruru dachte ich eigentlich, sein Name meint das deutsche Wort Perle, aber nein, die Umschrift passt besser zum französischen Perle. Im Manga gibt's außerdem noch Sailor Heavy Metal Papillon, eine von Galaxias Leuten. Papillon bedeutet Schmetterling. Machen wir weiter mit Items. Pegasus Kugel im Anime heißt Stallion Räv und Räv bedeutet Traum. Passend dazu hat Chibiusa ja diese Glocke, mit der sie ihn rufen kann, das Crystal Carillon. Das Wort Carillon für Glockenspiel gibt's zwar auch auf Englisch, aber die Aussprache klingt für mich eher französisch. Dann heißt Sailor Moons letzter Stab Eternal Tiare, ein Name, der schon für viel Verwirrung gesorgt hat. Aber gemeint ist wohl das französische Wort für Tiara, auch wenn das nicht wirklich zu einem Stab passt. Im Anime hieß die Upgrade-Version davon Moon Power Tiare. Außerdem gab es eine CD namens Sailor Moon Supers in Paris, mit sowohl bekannten als auch neuen Sailor Moon Songs in einem französisch angehauchten Stil. Auch französische Wörter und Sätze werden immer wieder eingestreut. Was mir auch immer direkt zu dem Thema einfällt, sind die neuen Musicals. 4 davon tragen nämlich französische Titel: Petite Étrangère, Un Nouveau Voyage, Amour Eternal und Le Mouvement Final. Petite Étrangère ist übrigens auch der Name des Manga-Kapitels, in dem Chibiusa dazukommt. Und auch bei den Musical-Songs findet man einiges. Moment Fatal, L'amour d'amour Moonlight, Image de mon père, La fatalité Seisenshi oder Orléans no Seisenshi. Ansonsten gäbe es auch noch den PGSM-Song C'est la vie und den Sailor Moon Eternal-Song Tsukihiro Sheno. Ja, das war jetzt ganz schön viel Info und ich habe noch nicht mal alles gesagt, was mir eingefallen ist. Machen wir einfach weiter mit Fakt 19. Laut Wikipedia ist Sailor Moon unter den Top 70 der meistverkauftesten Manga mit ca. 46 Millionen verkauften Bänden. Klar, Top 70 klingt jetzt gar nicht so krass, aber es gibt natürlich eine riesige Menge an Manga. Dafür hat es sich eigentlich gut gehalten, denke ich, vor allem als Shoujo-Titel. Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Shounen, also mit Zielgruppe Jungs. Und der letzte Fakt sind quasi 2 in einem, aber sie waren vom Thema so ähnlich, dass ich sie zusammengelegt habe. Laut einem Interview mit Frank Ward, dem ehemaligen Präsidenten von Bandai America, hatte Fox Kids damals fast einen Deal mit Saban Entertainment, um Sailor Moon zu adaptieren. Wenn ich es richtig verstehe, wollten die auch ihre eigene Version davon machen, so ähnlich wie Frank es mit der Toonmakers-Version wollte. Aber dann bekam Fox Kids einen neuen Präsidenten, der quasi gesagt hat, nee, wir machen jetzt nur noch Sachen für Jungs. Somit kam das Sailor Moon Projekt natürlich nicht zustande.
Angesichts der großen Beliebtheit der Serie frage ich mich, ob die das hinterher bereut haben. Aber bestimmt war es besser so. Aber wisst ihr, wer auch mal Sailor Moon umsetzen wollte? Disney. Das habe ich euch zwar schon mal erzählt, aber was ich nicht wusste, die hatten sogar kurzzeitig die Rechte. Und zwar durch Deke, die die erste englische Sailor Moon Synchro gemacht haben. Die wurden zu großen Teilen von Capital City ABC aufgekauft und diese wiederum verschmolzen später mit Disney. Jetzt hatte Disney also Zugriff auf die Rechte zu Sailor Moon und man plante einen Live-Action-Film dazu. Der Regisseur sollte Stanley Tong werden, der gerade an einem Film namens Mr. Magoo arbeitete. Allerdings wurde dieser ein totaler Flop, was ein Grund sein könnte, warum man es mit Sailor Moon dann auch gelassen hat. So genau weiß man das aber nicht. Deke wurde dann übrigens wieder eine unabhängige Firma und Disney hat die Rechte zu Sailor Moon nicht mehr. Tja. Sagen wir so, auch hier bin ich ganz froh darüber, dass das nichts geworden ist. Ein bisschen interessieren würde es mich aber schon, was daraus geworden wäre. So, ich hoffe, es war was Neues und Interessantes für euch dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Fakt euch am besten gefallen hat. Über einen Like würde ich mich auch freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat. Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Shonen. Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Shonen. Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Shonen. Also, Shonen. Warum ist das so schwierig? Shonen. Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Shonen. Also, mit sie. Ah! Der Großteil der Manga, die vorher kommen, sind halt Fuck! Warum?